Holla, was geht, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute ist es endlich soweit. So, heute ist es endlich soweit. Brandon Hart beim Climax 2024. Die letzte Climax-Edition oder was auch immer, ne? Hatten wir uns ja angeschaut. Ja, ich meine, Climax ist ja noch Defcon, bla bla, müssen wir ja nicht drüber reden. Aber bin sehr gespannt, was wir hier zu sehen bekommen. Gerade Brandon Hart, auch in meinen Augen irgendwo ein Pionier im Hardstyle, wenn ich das richtig habe. Könnt mich da besser auch korrigieren, gar keine Frage. Aber Brandon Hart war auch ein Name, den ich damals schon sehr oft gehört habe. Kann aber auch sein, ne? Zu der Zeit hatte ich einen Kumpel, der halt viel Hardstyle gehört hat. Das ist einfach sein Favorite Artist war und dass es da dann so zusammengepasst hat. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ein paar Songs kenne ich auch von ihm, deswegen kann es sehr geil werden. Gehen einfach mal rein. Let's go. Das Ding ist aufgedreht. Let's go. Boah. Crazy, ey. Bro, man muss ja wirklich sagen, ne, es sieht ja so schon sehr, sehr geil aus. Da müssen wir ja gar nicht drüber reden, ne? Aber hier, wenn du das von der Seite siehst, sieht das so leicht aus wie so ein Auge irgendwie so. Als hätte das hier vorne eine Wölbung. Das sieht krass aus. Crazy, Mann. Junge, sieht das wild aus alles, ey. Must surrender all resistance to this game. Holy shit. You must surrender all resistance to this game. Bro, man könnte denken, das ist eine fucking Endshow oder so. Ja, was passiert denn da alles, ey? Oh, wie viele Laser
Also, was heißt wie viele Laser, ne? Wir hatten ja schon viele Auftritte oder viele Sets mit geilen Lasern oder mit sehr vielen Lasern, aber das sieht ja mies verrückt aus. Alleine, dass die so von einer oder, ne, von 2 so kleinen Seiten nur kommen. Hilfe. Das ist doch mal 'n Anfang, ey. Uncover a new reality. Brennan Hart. Bro, einfach grad noch eben 'n Hirsch oder 'n Reh abgeknallt. Du Scheiße. Blade Masters. Holy shit, was? Control Blade. Bro, diese Augen können so krass leuchten. Okay, das ist 'ne verdammt geile Idee. Wäre halt geil gewesen, wenn man so sieht, dass das so darüber fährt, so mäßig auf, Sarumans Auge. Saruman, eins von beiden. You know what you gotta do. Hey, 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 hey. Slowly, but surely, we're gonna give each and every one of you what you came for. The final prophecy. Krass, was da los ist, ey. Ja, aber das ist auch 'n crazy Outfit, was der Mann anhat, ne? Auch mit die dass er so sich, maskiert, geschminkt hat so. Verrückt. Rise with the master. Brennan. Hard. Boah, das hört sich so geil an, ne? Das ist auch so 'n richtig geiler Rhythmus, ne, wo du einfach richtig geil zu springen kannst, vielleicht sogar 'n bisschen abdancen kannst. Junge. Oh, den kennen wir doch alle. So früh schon? Boah. 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 Ich sag's ja immer wieder, ne, wenn du so einen Song du brauchst nur einen so 'n Song oder ich würde wäre ich Brendan Hart, mein halbes Stundenset würde daraus bestehen, dass ich den Song 2 bis dreimal, wenn nicht sogar viermal spielen würde, ne?
einfach für dieses Feeling. Oder die ganze Halle singt den Shit mit, ist da richtig am Schreien, am Mitfeiern. Boah. Boah. Das ist aber auch endlich mal wieder so 'n Auftritt, muss ich ganz ehrlich sagen, so 'n Set. Ich sage immer Auftritt, eigentlich, ne, ich muss mir das noch angewöhnen. Ähm, so 'n Set, wo halt viele am Mitspringen sind oder am Mitmachen sind. Eigentlich hast du ja so, dass hier natürlich die vorderste Reihe ist natürlich oder nur, ne, die vordersten Reihen knallen ja immer durch und nach hinten hin wird das halt weniger, grade auch diese Ansicht von ganz hinten. Aber dass da alle mitspringen und so, finde ich sehr, sehr geil. So klar, ne, wenn du hier an den Seitenrängen bist oder auch hinten, da hast du halt so 'n bisschen ruhiger und Sitzplätze und so, dass du da halt 'n bisschen weniger abdrehst und hier die ganze Party abgeht. Aber bei manchen Sets, ob das jetzt hier Climax ist oder Defqon oder wo auch immer wir hingucken oder was wir uns grade anschauen, habe ich immer so das Gefühl, ey, du hast nur die vorderen Reihen, die aber auch dann sehr natürlich in das Video reingezogen werden und dadurch das auch sehr aktiv aussieht, obwohl hier hinten alles so 'n bisschen ruhiger steht, ne? Was natürlich auch verständlich ist. Du hast ja auch viele Sets, die du dir da anschaust und allen Scheiß. Finde ich aber auch 'n bisschen schade, wenn du diese ganzen krassen Songs dann immer hörst. Deswegen, ja, ist dann wo ich mir meistens denke: „Bro, wenn du keinen Bock hast zu tanzen, ist jetzt vielleicht dumm gesagt und 'ne dumme Ansicht, nehme ich auch locker auf die Kappe, gar keine Frage. Aber ich bin dann der Meinung, dass du dich dann hier irgendwo außen hinstellen solltest. Weil es gibt so viele Leute, die halt so Party machen wollen und, durchdrehen wollen. Natürlich, wenn sie es nicht können, so wie ich zum Beispiel, ne, die in so 'ner Menge halt irgendwie untergehen würden, heißt einfach irgendwie durchdrehen würde, so in negativen Aspekt. Natürlich, dann kannst du dich stellst du dich auch außen hin. Aber es gibt ja so viele, die hier an den Seiten stehen oder auch hinten stehen, die eigentlich hier hingehören. Down and out with my tough friends, ready to misbehave. Forget about Monday to Friday. Boah, so Gänsehaut, ne? Alleine wie cool das aussieht. Ich finde, du siehst hier bei dieser Kameraansicht erst, wie krass diese Lichter halt oder wie krass das eigentlich aussieht, finde ich, durch die Lichter und so, wie halt die scheinen und so. You can do whatever the fuck you want. Boah, But if you Junge. walk this way, you better fit in or fuck off. Fit in or fuck off, motherfucker. This is me. These are my people. We party harder than the others, you know. We're born free, created equal. We can be friends if you respect the code. There's no room for hating in this life we love. It's either fit in. Bro, du hörst trotzdem, wie die Crowd da am Mitsingen ist und schon anfängt zu klatschen, ne? There's no room for hating in this life we love. It's either fit in or fuck off. Du Scheiße, ne.
Nicht der Klassiker. Junge, das werde ich auch nie vergessen. Junge, das war meine Jugend, Kindheit und alles. Dieser fucking Song. Du fragst in irgendein Edit, Video, weil er in der Hintergrundmusik, im Hintergrund so eine geile Musik gespielt hat, in der Edit so eine geile Musik oder was auch immer. Immer diesen Scheiß-Song und es kam immer The Root Sunstorm. Jedes fucking Mal. Und ich sag ganz ehrlich, zu der Zeit hat es mich wahrscheinlich so ein bisschen abgefuckt. Aber jetzt, das war eigentlich mit das Lustigste überhaupt, dass sich das so krass durchgezogen hat. Hilfe, ey. Boah. Bro, was hast du aus dem Track gemacht, ey? We want to feel your presence inside Climax. Illuminate the sky. Wie gesagt, also den Song, den hat man ja genug gehört im Leben gefühlt. Aber was für ein Shit hat der daraus gemacht? Das ist ja voll geil. Mobile phones, lighters, put it up in the sky. We want to see it, feel it. More lights, please. Follow your DJ. Who's gonna stop us now? Who's gonna stop us now? From the front to the back of the crowd. It's gonna come crashing down. See the wave now. Who's gonna stop us now? From the front to the back of the crowd. Crazy, ey. Come crashing down. Be the wave now. I said it, Climax. Follow your DJ. Everybody. Up. Down. Yes. Yes. Ist trotzdem die Hälfte einfach nicht, oder sagen wir mal ein Viertel nicht hinkriegt. Einfach, weil sie es ja auch aufnehmen müssen, ne? Bruder. Beautiful. Boah, Hammer. Ich muss halt wirklich sagen, dadurch, dass es schneller wird und du so eine gefühlte Welle drin hast, sieht das sogar noch geiler aus, als wenn die ganze Zeit so weg und reingehen. Beautiful. Hammer. Beautiful. Hör auf, ey. Hör auf, ey. Was für Songs, ey. Ey, man muss aber wirklich sagen, ne?
sind natürlich so schon geile Tracks, ne? Ob's jetzt der Root Sunstorm oder dieser Track hier ist. Aber ich finde es halt geil, dass Brendan Hart da sich sagt: „Ja, okay, ich hau da meinen eigenen Hardstyle-Stil oder Style, Hardstyle-Style drauf, ähm, aber mach es nicht so übertrieben. So, wenn du dir heutzutage die ganzen Sachen anhörst, du hast entweder dieses Gleichklingende, du hast tausende verschiedene, die sich ausprobieren, was ja auch verständlich und was auch gut ist, ne? So ausprobieren und merken, ob das was für einen ist, klar. Aber es hört sich alles gefühlt immer gleich an, weil alle irgendwie die gleichen Kicks oder Melodien irgendwo natürlich 'n kleines bisschen anders, aber gefühlt immer die gleichen Kicks benutzen. Aber bei Brandon Hart hast du halt wirklich so dieses eigene plus nicht so viel. Sonst wird das immer zugeballert. Ah, hier muss noch was, da muss noch was, hier muss noch mal 'n Mikrowellen-Sound sein, da muss noch mal, 'ne Rainbow-Kick sein, da muss noch mal dieser, wie heißen die? Sägeblatt, Kick auf Englisch, keine Ahnung. Ne? Und so weiter, wo man sich denkt: „Bro, okay, ist geil, aber du willst doch wenn du so was machst, so 'ne Melodie hast, die muss ja irgendwo noch drin sein.“ Und das finde ich halt sehr, sehr stark von Ben oder sehr, sehr geil von Ben Laden hier. Sleep to dream Boah. tonight. Boah. Fill the empty spaces that shadows left behind. You and Ich dachte mir grad schon, wo ich das Piano gehört habe, ne? Ich so: „Warte, das kommt dir bekannt vor.“ Und dieser Gesang alleine. Oh, schieb mich zurück, ey. Schieb mich zurück, wo ich 15 war oder so. Ich meine, ich tue jetzt so, ne, als wäre ich schon so alt mit meinen 28, aber Bro. Oh, das müssen wir uns noch mal anhören. fill the empty spaces that shadows left behind. You and I create a new world deep within our Das sieht so krass aus, Mann. minds. Sometimes may seem happiness is Guckt euch das an dazu. Das ist perfekt. Das ist Real Talk perfekt. Zu diesem Track darfst du kein anderes Licht haben. Es muss so majestätisch aussehen, so wie dieser fucking Song auch ist. Boah. our minds. What reality sometimes may seem. Happiness is here within our reach. And though it can't be seen, the world created in our dreams. I still feel all the same ways. Imaginary. Boah. Oh, was ein Song, ey. Sieht das geil aus, ey. Junge, Junge, Junge. Ist das geil. Also Real Talk, dass sie das Licht wieder so reinholen, dieses helle Licht bei dem Gesang. Bruder, ich kann nicht mehr. Das ist perfekter kannst du es nicht machen. Real Talk, perfekter geht's gar nicht. Du nimmst dieses helle Licht, was dieses Majestätische aus dieser Stimme rausholt, ne? Dieses Krasse, dieses Bro, jeder, der den Song das erste Mal hört, ist wow. Und ich bin immer noch in dem Moment, wo ich mir denke: „Wow.“
Und ich habe den Song bestimmt schon, keine Ahnung, wie viel 100-mal gehört. 100-fach gehört. Aber dass dann dieser Change kommt, wenn der Hardstyle-Part kommt, ist mega geil. Alter, Bro, ist das geil gemacht. Und ich muss wirklich sagen, und da könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr das seht. Dieser Track, Imaginary, finde ich, hat genau, ja doch, hat im Hardstyle den Stellenwert. Ich weiß, den Vergleich ziehe ich oft, aber das ist einfach so, dass ich den Track halt sehr, sehr krass finde und halt auch einen sehr krassen Stellenwert hat, finde ich, wie Don't You Worry Child. So, das ist so ein Track, den du, wenn du den hörst, oder Heroes von Alessio, ne, das sind so 2 Tracks, die hörst du und die verbindest du gleich mit EDM. Und ich finde, du hörst dir Imaginary an und du hast direkt, das ist dieser Urknall-Song. Wenn du den Song hörst, dann knallst dich direkt wieder zurück. Oh, das ist verrückt. Boah. Was ein Track, Mann. Das meine ich, dieser Change. Dieser Change von diesem hellen gelben Licht zu dem grün-blauen, das ist so cool gemacht. Das muss ich. Junge, das ist, wie gesagt, ihr merkt, wie geil ich den Song finde, dass ich so viel zurückgehe, ne? Oh, ist das heftig. DJs these days, they wanna be a rock star. We're motherfucking idiots that can't play the guitar. DJs these days, they wanna be a rock star. We're motherfucking idiots that can't play the guitar. Okay. Ist ja gut. So ein kleiner Schuh in die ganze DJ-Richtung. Oh, Bro, dass E-Gitarren oder dieses Rock-Ding mit Hardstyle so zusammenpasst, muss ich ja nicht immer, oder sage ich ja schon immer wieder, und ich werde es auch immer wieder sagen, auch wenn ich jetzt gerade sagen wollte, muss ich ja nicht immer wieder sagen. Aber wie scheiße gut dieser fucking Sound dazu passt. Oh. Boah. Ist das krass geil, ey. Oh, das muss ich jetzt nochmal sagen, ne? Ist vielleicht jetzt ein bisschen off the charts, aber ist ja egal.
Die Frau, die tanzt da gefühlt so alleine, ne? Ich habe da riesen Respekt vor, ne? Ich könnte sowas nicht. Ich finde das immer so geil zu sehen, wie die Menschen einfach sagen: „Okay, ist mir scheißegal. Ey, das ist meine Musik, ich habe da so jetzt Bock“, ne? Die einfach alles rauslassen und da einfach lostanzen können. Egal, ob die in der Gruppe tanzen, egal, ob die zu zweit tanzen. Vielleicht gehört der Mann da hinter ihr auch zu ihr. Ist ja auch egal, aber jetzt grade sieht's ja so aus, als würde sie so alleine tanzen. Da habe ich so den riesesten Respekt vor. Finde das so geil. Und eigentlich ist es ja so. Du kannst dich da hinstellen, tanzen, weil es ist ja auch scheißegal, was die anderen denken. Genauso wie in anderen Lebenslagen ja auch. Aber ich finde das immer so bemerkenswert, ne? Ja, ein paar Tor da. Roger, shut down, and we copy 101.4 by 103.6. Oh, was für unterschiedlicher Sound, ne? Oh, ich weine gleich, ne? Also Real Talk, ich weine gleich. Weil es mich so hart an den Interstellar-Soundtrack erinnert. Oh mein Gott, Alter. Einer der krassesten Filme, allein durch die Musik. Tonight is that night, baby. And even though this is the final edition, Boah. tonight we gonna party like the world depends on it. So rise with the master, a super giant. Bro, wie kriegst du es hin, mit diesem Sound es emotional klingen zu lassen? Wie kriegst du da sowas Melodisches raus, Bro? Wie geht das? Ich check das nicht, Mann. Das ist verrückte Scheiße gerade hier. So rise with the master, Ach du Scheiße, super Mann. giants. Brennan. Hard. Boah. Das Piano, Mann. Aber stell mich in der Ecke und lass mich heulen, ey. Ich wüsste nicht, wie ich bei dem Track da stehen sollte, ne? Ich bin ehrlich, ich bin froh, dass ich das jetzt gerade sehe und hier zu Hause sitze. Weil ich wüsste nicht, was ich da machen würde. Mein Körper wird auf der einen Seite schreien, ey, du musst da mittanzen. Also du musst da mitspringen bei den Drums, Kicks, was auch immer. Aber mein Herz und mein Kopf würden direkt sagen, Bruder, du kannst nicht, bei diesen Melodie kannst du nicht. Du kannst nicht. Wir lassen gar nicht zu, dass du das kannst. Mein Körper, der wird so durch den Wind sein. Also, oder die Tracks, ich habe ganz vergessen, wie krass Brendan Hart eigentlich ist, ey. Ach du Kacke, ey. Climax.
Und dieser Sound, ne, der kriegt mich immer. Boah, den muss ich nochmal hören. Dieser Sound, der kriegt mich immer. Aber ich muss auch dazu sagen, vielleicht kommt es mir auch jetzt nur so vor, weil ich ein bisschen die Lautstärke ein bisschen runtergedreht habe, weil ich gerade ein bisschen leichte Kopfschmerzen habe. Aber Brandon Hart ist ja, ne, älterer, wie gesagt, Pionier. Aber ich finde, da merkst du halt noch diesen Unterschied zu den krassen Shit heute. Heute hast du diese krassen Kicks, die dir alles wegbrettern. Und da war das noch so alles so ein bisschen weicher. Also nicht im Sinne von wirklich weich oder soft oder was auch immer, sondern nur so ein kleines bisschen weicher, so ein bisschen melodischer alles so. Und das finde ich halt sehr, sehr krass. Wenn man überlegt, was da für ein Unterschied oder wie sich diese Musik entwickelt, ne? Here is one of the moments that you love to hate me and you hate you love me so. Because everything simple gets complicated when we don't talk no more. And I understand that you feel this way, and I'm sorry for my actions yesterday. But I can't turn back the fucking time, and I can't get it out of my mind. I wish life was like A, B, just as easy as A, just as easy as 1, 2, 3. Bro, alleine die Lichter so sehen schon geil aus. Aber guckt euch mal an, die zielen genau oder nahezu genau auf diese Disco-Kugeln. Hä? Ja, klar, aber denke ich mir auch jedes Mal so, ach komm, lass doch einfach am Ende oder in der Mitte irgendwo eine Disco-Kugel ranballern, wo die da immer dran vorbei. Das sieht doch mega cool aus. Oh klar. Was für Ideen, was für Ideen. Oh, Hammer, ey. Bro, dem Mann war das aber auch scheißegal, ne? Was? Er hat ja auch alles Hardstyle gemacht. Und es hat jedes Mal funktioniert. 22 Minuten und wahrscheinlich bis zur 30. Minute. Du hast so viele unterschiedliche Tracks. Das ist wahnsinnig. Ist das wahnsinnig. The past, the present, the future. We are eternal. Oh, ich wollte gerade sagen, Alter. Ich dachte, mir fliegt jetzt alles um die Ohren. Also das hatte kurz den Anschein, als würde sich jetzt gleich hier alles, als würde hier gleich alles explodieren. And we are not afraid of screaming out loud. Remember, climax. We are. I am hardstyle.
Boah, Hammer, ey. Ich weiß doch gar nicht mehr, wo ich überall hingucken soll, Mann. Also, ich bin ganz ehrlich, es gibt so viele, also was die da abgerissen haben an der Lichtershow, ist so cool, weil du so viel unterschiedliche Lichter hast und immer irgendwo so eine Kleinigkeit bei ist, wo du dir denkst, boah, cool gemacht eigentlich. Boah, das ist wirklich ein krass geiler Auftritt, ey. Fett. Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. Been inclined to believe they never would. Rede, Willen, Rede. What the fuck, man? Ach, das war gar nicht Willen. Oh, hoppla. Yo, I just had the worst nightmare ever. I was dreaming I went to Climax, and this DJ was playing Sweet fucking Caroline. Hush, little baby, don't you cry. It is just a lullaby. Dreams of rainbow. Geil, also das ist so ein geiles Feature, was er da reingehauen hat. Wow. Ja, es war ich ja, ne? Ja, es war ich ja. Ich muss das nochmal sehen. Ich komme da halt nie drauf klar, wie die Leute jedes Mal wieder durchdrehen, wenn es auf einmal so abgeht, ne? Remember the 16th of November. As the echoes of 24 years resound through the chambers of time, we thank Q-Dance for revealing the final prophecy and for unleashing the power of the Dark Star. Connect yourself to the person who's standing next to you. Even if you don't know that person, link up. Link up. Tonight, we are one blade that cuts through the fabric of eternity. Digga, das sieht so verrückt aus, Mann. Wow. Keine Ahnung. Also, das ist ein verrücktes Licht. Auch wenn das eigentlich fucking hell ist, ne? Aber dadurch, dass es so gesplittert ist, oder gesplittet ist. Wow. In unity, we finish what we started. The Blade Masters are here to honor Climax. Oh. Junge, wie geil muss das sein, da zu stehen, ey. Also irgendwo da mittig so. Du kriegst ja jedes Licht mit, du siehst über jeden einzelnen Boah. Yes! This is my sanctuary. And remember,
Wie cool das aussieht, Mann. Aber wie viele epische Songs er gemacht hat, ne? Also, die wirklich diesen Sound haben, dieses Mann, warum vergesse ich immer die ganzen Wörter? Ich habe ganze Zeit nur episch im Kopf, aber, ne, es gibt ja noch so andere Wörter, die das jetzt beschreiben. Das ist wahnsinnig. Ich meine, es ist sehr geil so grade für so 'ne Show, aber dass das jedes Mal auch irgendwie zusammenpassen kann. Verrückt. Wow. Can you feel this? I think you can, right? The power of music, the power of Q-Dance, the power of climax. Inside this dome tonight. Hands in the air. One more salute. One more thank you to one of the biggest giants that ever did it. Brennan Hart. Ain't no way of stopping the eternal master. Climax, give it up for DJ Brennan Hart. Wahnsinnig, ey. Krasses Ding. Also, Real Talk, es ist ja verrückt, was er da abgerissen hat, ne? Ich finde, an manchen Stellen war der Übergang halt nicht so geil, muss ich ehrlich sagen, ne, weil du halt wirklich so 'ne kleine Pause hattest, so mäßig. Aber gut, das ist halt, irgendwo menschlich oder ist auch vielleicht auch manchmal passend gewesen, auch wenn man's nicht so empfindet oder ich es nicht so empfunden habe. Aber verrücktes Set. So, es ist auch so, man guckt sich das an und man denkt also, ich dachte, es geht noch weiter. Ich habe mir nur gedacht so: „Hä, das ist doch ja jetzt nicht vorbei. Wir sind doch grad bei 20 Minuten oder so.“ Natürlich, ich habe auch viel pausiert und. Aber es ist krass, was er erstens für krasse Songs hat. Das habe ich total vergessen. Dass er Pionier ist oder dass das so 'n Monster ist, ne, müssen wir ja gar nicht drüber reden, so. Ähm, aber Wahnsinn. Also, wirklich krass geiler Auftritt, was der Mann da abgerissen hat. Wow. Ob das die Lichtershow war? Ich finde, hier gab's einen Shot, wo man noch mal richtig gemerkt hat: „Ey, wenn du persönlich da bist, ist es um Weiten geiler, als wenn du dieses Bild siehst.“ Und dieses Bild sieht schon mega geil aus, aber ich glaube, wenn du da wirklich stehst, ob du jetzt hier unten stehst oder hier, ey, es sieht so viel krasser aus, ne, weil die Kameras ja die ganzen Sachen gar nicht so geil wiedergeben können. Das ist verrückt. Also, wow. Aber Mega-Songs, geile Lichtershow, grade zu diesen majestätischen Songs schon, finde ich. Ähm Weil ihr wisst, ne, die Lichtershow ist für mich verdammt wichtig, genauso wie, dass man sieht, dass die Leute ausrasten. Hat er ja auch jedes Mal mit vorgezogen. Finde ich auch sehr, sehr geil. Deswegen sehr geiler Auftritt, hat mich mies abgeholt. Und ja,
Wenn ihr es bis hierhin geschaut habt, guck mal, wir haben sogar noch nicht mal die Stunde voll, hätte ich sogar gedacht. Wenn ihr es hier bis hierhin geschaut habt, gebt mir einfach mal ein Hashtag Hard. Also, ne, Brandon Hard, einfach nur ein Hard. In die Kommentare. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Genauso wie es mir gefallen hat. So. Bloß, als ihr mir nochmal zuhören musstet. Ja, und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.